useless. Moin Moin und herzlich willkommen bei Frisbee Gaming. Wir wollen uns heute anschauen, wie sich die Belohnungen der Barbaren verändert haben. Vor nicht allzu langer Zeit hat Lilith einen Patch rausgebracht, wo die Belohnungen verändert wurden. Daher wollen wir uns mal anschauen, wie diese Belohnungen im Vergleich zu früher sich verändert haben. Hierfür werde ich im Folgenden für jede Belohnungsgruppe einen Vergleich zum alten und zum jetzigen aufzeigen. Zudem werde ich einen Bericht zeigen, in dem diese Belohnungsverteilung ersichtlich ist. Da wir diesmal das Spiel nicht so wirklich brauchen, werden wir das, denke ich mal, schließen. Und werden stattdessen mal auf die Statistiken gehen. Ich habe hier zwei Statistiken. Einmal meine alte aus dem alten Video von einem Jahr. Das ist noch mit den alten Belohnungen. Und einmal das mit den neuen Belohnungen, die ich jetzt im KVK 3, das bezieht sich alles auf Barbaren Level 36 und darüber, da ich mich im KVK 3 befinde, gemacht habe. Ich habe ca. 2000 Berichte, ein bisschen weniger für euch ausgewertet und die mit dem alten verglichen. Das sind die ersten beiden Gruppen, die habe ich mal zusammengefasst. Die Erfahrungsgruppe, die ist so geblieben wie früher. Der Amount, also die Anzahl der Erfahrungsbücher, hängt natürlich ab von dem Level, den Barbaren, den ihr killt. Bei den Ressourcen, ich habe das mal zusammengefasst, weil das nicht so wirklich viel Änderungen mit sich bringt. Die Werte sind alles Abweichungen vom Erfassen, das heißt, der eine mehr Glück da, mehr Glück da. Es ist relativ gleich geblieben beim Outcome der Ressourcen. Wie wir das auch schon sehen können, wir haben jetzt ein bisschen mehr Holz und Proviant bei meiner neuen Auswertung, bei der alten ein bisschen weniger, dafür da ein bisschen mehr Stein. Gold ist ein bisschen weniger geworden, aber overall ist alles noch in Waage, sage ich mal. Also hier hat sich nicht wirklich viel verändert, daher wollen wir da auch gar nicht zu sehr drauf eingehen. Nun kommen wir auch schon zu der Gruppe, die eigentlich mit am interessantesten ist. Das ist die alte Booster-Gruppe. Auf der linken Seite sehen wir das, wie das vorher aufgeteilt war, in 1 Minuten, 5 Minuten und nochmal 1 Minuten Booster. Dabei ist der Unterschied zu Trainings- und Universal-Boostern. Auf der rechten Seite, Belohnungsgruppe 3 Beschleuniger, ist das alles schon etwas, wie soll man sagen, komplexer aufgebaut. Also wir haben hier verschiedenste Belohnungen, nicht nur wie vorher die Booster, sondern es sind auch Materialien hinzugekommen. Was ist neu? Erstmal overall erklärt, was ist dazugekommen. Wir haben jetzt die 5 Minuten Heilungsbooster mit dabei und zudem Materialien. Entweder ein grünes Material oder ein graues Material, was in dieser Gruppe hervorstechen kann. Es gibt noch die Möglichkeit, dass man mehrere graue Materialien bekommt. Da beziehen wir uns jetzt aber nicht hier drauf. Das werden wir in Belohnungsgruppe 4 angucken. Hier ist immer der Rede von einem Material grün oder einem Material grau. Wollen wir aber mit dem Vergleich anfangen, wie sich das so ein bisschen verändert hat. Also die Universalbooster, die 1 Minuten, haben wir etwas weniger von, 6% overall gesehen. Ist jetzt nicht so signifikant im Bezug zu anderen Veränderungen. Wo man das deutlich sieht, sind die 1 Minuten Trainingsbooster. Vorher lagen wir da auch so bei 34%. Nun sind wir da ja nun wirklich bei fast 48%, was deutlich, deutlich mehr ist. Wo diese Prozente herkommen, das werden wir jetzt sehen, wenn wir uns auf die 5 Minuten Booster stürzen. Vorher war das wirklich sehr, sehr schön, wenn wir Barbaren getötet haben, konnten wir bei jedem dritten Bericht circa mit 5 Minuten Boostern rechnen. Da die Materialien hinzugekommen sind und Lilith die Belohnung etwas verkleinert hat, können wir das nun nicht mehr. Wie wir sehen, haben wir einen prozentualen Wert von 4,9% auf die Heilungsbooster und 6,8% auf die Trainingsbooster. Wenn wir das jetzt nun etwas runden, dann sind wir circa bei 12% auf 5 Minuten Boostern im Vergleich zu vorher 32%. Das ist wirklich 20% weniger von der großen Anzahl an Boostern. Sehr signifikant und einer der größten Unterschiede. Dafür haben wir aber auch Materialien bekommen. Entweder ein graues Material oder ein grünes Material können wir nun erhalten in dieser Belohnungsgruppe. Die Wahrscheinlichkeiten sind relativ passabel, würde ich sagen. Gerade das graue Material bei 10% ist relativ gut. 2,3% ein grünes Material ist auch noch okay. Könnte ein bisschen mehr sein von meinem Feeling her. Aber overall gar nicht schlecht. Aber selbst wenn wir jetzt zusammenfassen würden, die 5 Minuten Booster und die Materialien, fehlen uns trotzdem diese Prozente, die wir bei den 1 Minuten Trainingsbooster dazu gelegt haben. Also selbst wenn wir das gleichstellen würden, müssen wir feststellen, wir bekommen weniger
5-Minuten-Booster. Dann wollen wir auch schon zur 4. Belohnungsgruppe übergehen. Das ist die optionale Belohnungsgruppe. Auf der linken Seite sehen wir wieder das alte, wie es vorher war. Das war nur zusammengestellt aus Edelstein und aus Pfeilen des Widerstands. Hierzu möchte gesagt sein, die optionale Belohnungsgruppe muss nicht auftreten. Daher ergibt das kumuliert natürlich auch keine 100%. Auf der linken Seite haben wir noch Edelsteine Pfeil des Widerstandes. Wie wir sehen können, Pfeile des Widerstandes mit 4%, Edelsteine mit 9%. In der neuen Auflistung natürlich wieder neue Belohnungen hinzugekommen. Die Materialien sind hier. Warum sind die hier zweimal aufgeführt? Das ist eine berechtigte Frage. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Materialien droppen können. Entweder können sie in dieser Belohnungsgruppe auftreten oder in Belohnungsgruppe 3. Wenn Materialien in Belohnungsgruppe 3 auftreten, dann ersetzen sie die Booster. Das heißt, wir haben das Material, aber nicht den Booster. Wenn Materialien in dieser Belohnungsgruppe auftreten, dann bekommen wir trotz alledem die Booster oder die Materialien, die dort auftreten können, extra dazu. Hierzu sei gesagt, ich habe bisher noch nie einen Bericht gehabt, in dem grüne Materialien in Belohnungsgruppe 3 aufgetreten sind und graue Materialien zusätzlich in Belohnungsgruppe 4 aufgetreten sind. Zur Erklärung, warum ich hier zweimal ein Material im Grunde genommen aufgelistet habe. Es gibt die Möglichkeit, 2 oder 3 Materialien zu bekommen. Und daher habe ich das aufgeteilt im Grunde genommen. Zu 12% bekommt man hier ein Material. Das kann auch unabhängig von dem Material bei der Boostergruppe sein. Zu 1,3% bekommt man in der Belohnungsgruppe 4 beides. Also Material Nummer 2 und Material Nummer 3. Das sind im Grunde die Unterschiede in Bezug auf die Materialien. Das ist neu. Ich werde gleich noch mal ein paar Berichte zeigen, wo man das noch mal etwas besser sieht, was ich damit meine. Der wichtigste Unterschied hier eigentlich sind die Edelsteine. Vorher lagen wir rund bei 9%, dass wir Edelsteine bekommen. Aktuell liegen wir bei 3,5. Das ist natürlich deutlich weniger und nimmt uns sehr, sehr viele Freiheiten, wo wir das uns Erarbeitete investieren können. Weil so schreiben sie uns ja im Grunde genommen vor, okay, ihr bekommt dafür Materialien. Aber wir können uns nicht mehr entscheiden, okay, kaufe ich jetzt Bücher der Verpflichtung oder ähnliches, damit ich erstmal da vorankomme, sondern die sagen, okay, ihr müsst euch im Grunde genommen auf Materialien beziehen. Nimmt uns ein bisschen die Freiheit, ist auch ein bisschen schade, gerade für alle Free-to-Play-Spieler unter uns. Es sind signifikant weniger Edelsteine geworden und es wird natürlich schwieriger, jetzt von Gem-Event zu Gem-Event zu gehen und damit die richtigen Edelsteine zusammenzukriegen. Abschließend noch mein Fazit zu diesen Veränderungen der Belohnung. Overall gesehen, wir bekommen etwas weniger Booster. Gerade im 5-Minuten-Booster-Bereich bekommen wir weniger. Die Heilungsbooster wurden zwar hinzugefügt, aber nicht wirklich signifikant. Mag ganz schön sein für alle, die heilen, dass man da nicht nur Trainingsbooster bekommt. Ist nicht so schlecht, aber die Menge, die verringerte Menge ist meiner Meinung nach deutlich schlimmer, beziehungsweise schlechter, als dass die Vorteile des Heilungsboosters überwiegen. In Bezug auf die optionalen Belohnungsgruppen. Es ist auch wieder hier schön, dass wir Materialien bekommen können, aber der herbe Einschnitt der Gems überwiegt auch. Ich persönlich finde die Anpassung an den Belohnungen eher als negativ zu betrachten, da die Edelsteine mit eins der wichtigsten Materialien sind, die wir hier im Spiel erhalten können. Abschließend in diesem Video möchte ich euch eigentlich nur noch 1-2 Berichte zeigen, damit ihr das mal gesehen habt, wie das ausschaut. Diese Auswertungen beziehen sich alle nur aufs KVK. Wie es im normalen Kingdom ist, kann ich jetzt nicht im Detail erklären, weil ich keine Werte habe dazu, keine Berichte. Was dort nicht ist, die Materialien sind dort noch nicht implementiert. Aber die Edelstein-Drop-Rate ist auch schon gesenkt. Jetzt abschließend noch einmal ein paar Berichte für euch, damit ihr das mal gesehen habt, wie das ausschaut, falls ihr euch gerade nicht im KVK befindet. Nicht wundern, ich befinde mich in KVK 3, daher habe ich die Soluna-Münzen auch noch hier. Hier haben wir mal einen Bericht. Ich habe hier in dem Fall einen 38er-Barbaren gekillt. Da bekomme ich auch die 5-Minuten-Booster. 10-mal. Nur damit ihr das mal gesehen habt, welche Berichte ich hier gesammelt habe hierzu. Das wären beispielsweise Heilungsbeschleuniger. Für große Spieler, wie gesagt, interessant. Jetzt haben wir hier einen Bericht, wo wir wirklich Beschleuniger und Materialien haben. Das, was ich gesagt habe, es kann auch sein, dass beides vorkommt. Hier haben wir natürlich die Gems mal ganz normal mit drin als optional. Dann haben wir hier einen Bericht, wo die Materialien die Booster ersetzen. Das war das, was in Belohnungsgruppe 3 beschrieben war. Und das haben wir hier angewendet. Damit würde ich auch mein heutiges Video beenden. Solltet ihr noch Fragen haben
oder Anmerkungen zu diesem Video, schreibt das gerne in die Kommentare. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.